Holla, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem lang erwarteten und bald zu Ende gehenden Hot Pursuit Event mal wieder, aber mit dem lang erwarteten X-Bros Set. The Jailbreaker Live. Bin ich sehr gespannt, was hier wieder abgerissen wird. Ich weiß, war ja jetzt eine bisschen Zeit ähm, zwischen der letzten Hot Pursuit Reaction. Liegt auch einfach daran, ne, dass ich einfach andere Reactions vorziehe. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, ne, muss ich halt auch im Feeling sein für diese Kicks. So, ich glaube, das müssten eigentlich schon klar sein. Aber gut. Jetzt sind wir ja hier und wir gehen direkt rein. Let's go. Sirens in the streets, choppers in the sky, but this rebel will never go to prison. Give it up for Geil. X-Pros presents Jailbreaker Live. For years I've been trapped in the same cycle. The same walls, the same routines, the same mindless grind. Break free from the cycle. Be part of the revolution. Escape the prison of our minds. Together, I am your Jailbreaker. Schon ein sehr starkes Intro, ne? Also da mit dem Visual macht schon Spaß, sich anzuschauen auf jeden Fall. Das ist ein bisschen Geschichte, ist geil. Ich muss halt ehrlich sagen, dieses Pedal to the Metal, ja, der Shit, der kriegt mich halt jedes Mal, ne? Holy shit, ey. Das fängt jetzt schon wieder gut an. Ja, aber wie der Shit einfach immer krasser wird, ne? Halleluja. Holy shit, holy shit.
hatte ihr die Kamera ein bisschen versagt oder was ist hier los? Ich meine, ich habe das mal auf 4K jetzt eingestellt hier, aber Junge, 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 puh. Holy shit, Junge. Das wird wieder so eine wilde Achterbahnfahrt hier, ne? Das ist so verrückt. Gerade auch, wenn man X-Bros sieht, wie der Mann da am Ausflippen ist, ne? Oh. I saw those blue skies and your blue eyes turn into stormy weather. So tell me. Und da muss ich halt ehrlich sagen, bei X-Shows ist es wirklich nochmal eine Schippe krasser als bei Diesel irgendwie, ne? Oder kann das einfach sein, dass er bei mir jetzt gerade tagesabhängig ist? Also, sein Shit ist ja irgendwie so crazy. Und dann auf diese Schiene rüber zu fahren? Hm. Ich bin gespannt. Also, es ist ein bisschen komisch, aber wenn sich das so ein bisschen länger zieht, kann meistens sein, dass mich das kriegt. Ja. Der Background gefällt mir eigentlich sogar. Das hat auch irgendwas Cooles mit diesen, ja, soll das Stacheldraht sein? Ich weiß es nicht jetzt. Wahrscheinlich schon. Das heißt wahrscheinlich schon. Es ist Stacheldraht. X-Bros auf der Klinge, sag ich mal hier. Sehr cool gemacht. Und passt natürlich auch zu seinen Kicks, das ist verständlich. Aber es ist auch nicht too much, ne? Bis jetzt. Lichter kommen halt wieder geil mit der Stimme. What is on your mind now? 'Cause there's a light in there if you allow. I saw those blue skies and your blue Die sind aber noch nicht ganz runtergefahren, oder? Weil die Lichter sahen sonst immer viel, viel weiter unten aus. Man muss aber sagen, dass dieser Shot halt sehr geil kommt. Da hast du endlich mal dieses Gefühl dafür, wie cool das nochmal extra aussieht. Sonst hatten wir ja immer die Hintergrundansicht, dass wir von hier aus geguckt haben, sag ich mal. Was auch schon cool aussah. Aber ich finde, so hast du nochmal ein bisschen mehr dieses Feeling halt, wie es halt da ist. Deswegen, geiler Drohnenshot. Now dance. I saw those blue skies and your blue eyes turn into stormy weather. So tell me what is on your mind. Blue skies and your blue Looking fucking nice. Looking fucking nice. Endlich, ey, Junge. Also hier, ich weiß nicht, ich dachte erst die ganze Zeit, dass da mein Kopfhörer liegt, ne? Oder dass das Video ist oder so. Aber und hier merkst du halt richtig oder hörst du so ein bisschen so ein Rauschen. Kann auch sein, dass wirklich meine Kopfhörer gerade sind, dass einfach irgendwas mit meinem Slot ist. Aber danach, die Kicks sind halt wieder so normal, wie man es halt kennt. So ein bisschen dieses
dieses Kratzen, sage ich mal, was mich nicht so ganz abholt. Was halt zeigt, dass die Kekse da alles auseinanderfetzen, was ja auch irgendwie cool ist. Aber, insgesamt, das passt meiner Meinung nach halt schon wieder viel besser zu diesen Keks, ne? Auch gerade zu diesen krass kratzigen Keks, sage ich mal, wie ich die jetzt ja gerade genannt habe und, ich glaube, die nenne ich auch jetzt erst mal so. Ähm, weil dieses Rockding plus dieses Kratzende ist halt so noch mal dieses aggressivere, sage ich mal, ne? Ballert 'n bisschen mehr für mich oder holt mich 'n bisschen mehr ab als das andere. Als so 'n bisschen diese softere Musik, sage ich mal, oder dieser softere Gesang. Ähm, muss aber ehrlich sagen, am Ende des Tages holen mich diese Kicks halt nicht ganz ab. Die Kicks danach, jetzt grade wieder, ja, das ist ja total mein Ding, ne? Ja, die holen mich einfach mehr ab. Die holen mich einfach mehr ab. Es ist ich weiß nicht, ob's dieser Ton ist, ne, dieser höhere Ton ist. Aber gut, eigentlich mag ich die lowen Dinger ja auch. Aber dieses kratzige, hm, hm. Pursuit, are you ready for the full classified anthem? Welcome, the team classified. Numbers, we dominate the scene. Sounds like thunder and flames you never seen. Take us higher, feel the fire, feel the fire, feel the fire. Das ist aber noch mal so 'ne ganz andere Härte, finde ich, ne, wenn der Shit dazukommt, ey. Boah, die Scratches im Hintergrund, Junge, die gehen ja voll auf die Ohren, ne? So hoch wie die sind. Ich muss halt ehrlich sagen, ne, also ich habe Respekt für die Rocksänger, die ihre Stimme so hinbekommen. Mich holt's nicht ab, ne? Also klar, es passt hier gut zusammen, aber so ich bin halt dieser melodischere Typ. Aber ich habe da riesen Respekt für, dass sie eigentlich ist es ja
gefühlt nur schreien, aber dieses richtige Kratzen und diese Stimme so hinzubekommen, ist ja auch schon irgendwo. Das musst du schon können. Deswegen habe ich da schon Respekt vor, ne? Aber so zu 100% ist es halt nicht meins. Muss aber auch sagen, dass irgendwie die ganze Optik von X-Pros mich hier schon ein bisschen mehr abholt, ne? So ist es alles nicht so extrem matsch, obwohl du halt voll Gas hast in der Show. Aber es ist, hey, liegt ja auch daran, dass wir nicht viele Shots jetzt gerade von hier vorne gegen, oder ne, von dieser Kamera auskriegen, wenn es total abgeht, ne? Weil ich glaube, dann kommt die Lichtershow und so, die passt halt perfekt, ne? Du kannst halt zu diesen Tracks so geile Lichtershows machen. Und das würde ich halt ein bisschen gern, bisschen mehr sehen. Aber auf der anderen Seite ist ja gut, dass es so filmen, wie sie es filmen, weil du dann mehr auf die DJs und alle so den Fokus hast. Natürlich mit dem Wackeln von der Kamera. Ja, ne? Ja. Ob es jetzt gut ist oder nicht, ist einmal dahingestellt. Das meine ich nämlich, das sieht jetzt schon cool aus hier. Gerade, ne, dieses ganze Gewechsel und so. We hold the flame like stars in the sky. Feel the fire. We hold the key with burning desire. Strength in numbers, we dominate the scene. Sounds like thunder and flames you've never seen. Take us higher. Feel the fire. Feel the fire. Feel the fire. We are classified. Feel the fire. Was hier aber bei X-Pros ist, ne, oder was mir hier extrem auffällt, ne, du hast diese geilen hohen Kicks, die mir so gefallen, aber es passiert so viel im Hintergrund. Oder nebenbei sogar noch, ne, die Scratches, die Dingens, die Low-Run-Kicks, sag ich mal, die kratzigen Kicks da auch noch. Numbers, we dominate the scene. Sounds like thunder and flames you've never seen. Take us higher. Feel the fire. Feel the fire. Feel the fire. We are classified. Feel the fire. Hä? Woher jetzt dieses Tempo? Wie? Hä? Aber Bro, hä? Warte. Das ist die ganze Zeit dieses Rockding. Es geht die ganze Zeit voll auf die Fresse. Und dann kommt so so ein bisschen ruhigerer Shit. Ja, ein bisschen ruhigerer im Gegensatz zu davor. Und das holt mich so ab. Crazy. Aber das ist ja wahrscheinlich, weil du so einen lockereren Rhythmus hast, wahrscheinlich. Holt mich das so ein bisschen mehr ab. Oh, wie cool, Alter. Thank you so much, Hot Pursuit. This was the official anthem of Classified. Hört das mal an, das sieht so cool aus. Weil du halt nicht hier zugebombt wirst mit irgendwas, ne? Es ist halt so gesehen chillig gehalten, ne? Oder. Also du siehst da nicht viel. Du hast diese Jailbreaker, hier hinten passiert ein bisschen was, hier hast du so Kleinigkeiten. Aber es kommt geil schon.
sieht mega cool aus, ey. Shorty said she never hit the club with a player. All her friends are lame, so I had to get them faded. Bridgetown baller, I got hoes in Barbados. North Atlantic bitches booty rounder than tomatoes. This gon' be the night that we get super reckless. We bout to start a fight until we get arrested. Bro, wir haben jetzt was Gefühlvolles, Rock und geht dann in Richtung von Hip-Hop? Got hoes in Barbados. North Atlantic bitches Ja, doch schon irgendwo in die Richtung, ne? Verrückt. booty rounder than tomatoes. This gon' be the night that we get super reckless. We bout to start a fight until we get arrested. That's how I roll. Do my thing and lose control. They told me to chill it out. Fire in the fucking fire in the 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 Holy shit, ey. Ich find so kommt das mit den Scratches halt sehr geil, ne? Davor hast du so höhere Kicks, die machen dich ein bisschen wirre im Kopf, finde ich. So. Aber hier so mit den bisschen low oder tieferen Kicks, mit den loweren Kicks, plus diese Scratches und die nicht zu extrem klingen, die dir die ganzen Ohren wegballern, kommt das sehr geil, ey. Aber gut, das ist wieder meine Vorliebe, ne? Das ist halt. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, nein, da muss mehr höhere Sachen rein, da muss noch ein bisschen mehr Tempo rein und. Ja, da bin ich ja ganz raus, ne? Dass die Boxen das überhaupt aushalten, ne? Darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it. Wie der das Handtuch auch einfach wegwirft, ne? Boah. Das ist ein bisschen schade, ey, bei den Auftritten. Guckt euch das mal an. Das sieht so crazy gut aus, ne? Und davon sehen wir einfach so wenig.
Oh, warte mal, wie bauen sich denn die Scratches da im Hintergrund auf? Wie cool. Ich muss halt ehrlich sagen, was mir so an Explos so ein bisschen gefällt, aber das ist halt, ne, einfach, weil ich selber genauso bin, dieses mit dem Kopf so ein bisschen bewegen, so. Weiß ich nicht, das ist bei mir auch einfach drin, ne? Grade wenn ich richtig einen im Tee habe und die Musik ein bisschen fühle, dann geht mein Kopf da immer hin und her so. Irgendwie holt mich das schon ein bisschen ab. Are you ready? Boah, Junge. Guckt euch an, wie cool das ey. Mann, ich raste aus, ne? Es gibt Sets, wo die das richtig Geile kriegen und dann hauen die bei Sets wieder, weiß ich nicht, was rein. Das ist so ganz, ganz komisch, ey. Ich meine, klar, X-Frost bewegt sich viel und macht auch Spaß, dem Mann dabei zuzugucken, ne? Wie der total ausflippt da. Aber so ein bisschen von vorne wäre auch mal wieder geil. Aber wie die Menge da auch ausflippt, ne? Du hast die ganze Zeit diese crazy Tracks und dann kommt irgendwo so ein Track, wo irgendwie ein bisschen was anders ist. Also was heißt ein bisschen anders, ne? Das ist wieder auch wieder gesagt, als wenn du ein Neueinsteiger bist und sagst, ja, okay, Hardstyle hört sich immer gleich an. Ja, aber du triffst auf einmal diesen letzten Punkt bei der Crowd. Wo ich mir denke, Bro, das geht doch die ganze Zeit ab. So, wie kann man dann auf einmal so einen Track haben? Jetzt so, sagen wir mal, nach 16 Minuten haben wir das erste Mal wirklich gesehen, dass sie total ausflippen da alle. Das ist halt so dieser kleine Unterschied zu dem normalen Hardstyle oder dem Oldschool Hardstyle, den ich halt noch nicht so ganz verstehe vielleicht aber auch nicht so ganz fühle, sage ich jetzt mal. Weil du halt dieses, ne, du wartest auf diesen einen bestimmten Punkt, sag ich mal, bei den krasseren Kicks, ne, wenn du diese ganzen crazy Kicks hast, dass du durchdrehen kannst. Obwohl die ganze Zeit schon Vollgas ist. Finde ich so ein bisschen schade irgendwie. Aber gut, das ist halt, ne, das ist halt so. Aber liegt natürlich auch daran, dass die Leute auch ein bisschen kaputt sein werden. Back
Drop it. Er schiebt das aber auch ganz anders an, ne? Hilf mir her, ey. Time to drop it. Welcome, ladies and gentlemen, to the Supersonic Bass Remix. Get ready for powerful sound waves and extreme bass vibrations. Let's rock and roll. Boah. It's about to go down. Yes, boys. The jailbreaker. Are you ready? Supersonic bass, go! Supersonic bass, give it to him. Supersonic bass. Junge. Also das hat mich doch schon irgendwie abgeholt, ne? Aber ich finde, an den Track gerade hast du so ein bisschen gemerkt, wie crazy diese Kicks halt werden, ne? Dass es halt so in diese Roboter-ähnliche Richtung schon geht, sag ich mal. Oder in diesen Roboter-Sound. Das ist so krass. Boah. Ey, es sieht. Ja, da wird am Ende werde ich wieder so rumheulen wegen diesen Shots hier, ne? Aber gut, dann kommen wir später zu. Aber es sieht so fucking geil wieder aus, ne? Gerade X-Pros hat ja so viele orangene Lichter, sage ich jetzt mal, Laser hier und Lichter auch, ne? Holt mich total ab. Ist mal so, ne? Finde ich geil, so, dass jedes Set andere Lichter, oder was heißt andere Lichter? Aber so ein Unterschied, unterschiedliche Lichterfarben haben, so. Wie er aber immer ausflippt, ne? Und dann kommt dieser Move hier, der hier. Oh. Sometimes you have to go back in time and then embrace the future. Wo fahren wir denn jetzt hin? Hallo? Embrace the future. It's yes, boss, baby. Here we fucking go. Embrace the future.
sind so richtig kranke, das ist so richtig kranker Shit hier wieder, ne? Crazy. Sometimes you have to go back in time and then embrace the future. Embrace it. The Jailbreaker. This is X-Force. Junge, dass er so tiefen Bass damit einbaut, ne? Ist irgendwie, ist schon irgendwie was Geiles. Hast du nämlich die ganze Zeit, also bei den anderen Sets hattest du das ja gar nicht. Sorry. Aber das kommt richtig cool. Gibt ein bisschen so kurze Hardtech-Vibes, aber ich meine, ich stehe auf so einen Shit. Aber kommt halt sehr cool. Ist so eine geile Abwechslung nochmal für zwischendurch. The future. The future. Das passt so perfekt zu X-Bros, finde ich. My music is loud, so I can't hear my thoughts. Bro, das passt so gut, ne? Alleine so, wie er sich jetzt gerade bewegt hat. So dieses, ey, ich will meine Gedanken gar nicht hören. Gib mir einfach diese Musik, die ich so liebe. Okay. You ain't saying nothing. You ain't saying nothing. I'm furious and grimy. You're curious. If you're serious, just try me. So let's settle the score with rhythmic metaphor. You know what, Chuck? Leave the motherfucking God! Oh yeah! Give it to him. When it kicks in, wil ik jullie allemaal godverdomme zien van voor naar achter, van links naar rechts. Zijn we er klaar voor? the motherfucking glory. Geile Crowd, ey. Oh my God! Aber woher auf einmal? Ich habe so viele fucking Sets von diesem Event geguckt und du hattest ab und zu so eine Ausraster mal, ne? Wo du die mal kurz gehört hast. Aber bei X-Bros gehen die ja, meine Fresse, hörst du die da auf, ey. Und sind auch da. Once again! Straight fire! How do you say fuck you in French?
Oh, Junge, ey. So crazy, wie der diese Scratches und Kicks so durcheinander wirft und dass es sich so krank, also so krass anhört, ne? Oh, was? Ja, da sind mir aber gerade die Ohren weggeflogen, einfach weil ich dann nicht mit gerechnet habe. Bam. Junge. Into the wild. The jailbreaker. Let's roar. Ist das verrückte Scheiße, ey. Halleluja. Mein Gehirn schmelzt, glaube ich, gerade. Da fliegt alles so durcheinander gerade. It's a brand new track right here. The Getaway Heister. So what was on? Ready go. You ready, Roar, you ready? Yes, boys. Let's put it down. Cool. The jailbreaker. Ach du Kacke, ey. The final moments. It's our pursuit, y'all. What you got? What you got? The jailbreaker. Das war so klar, ey.
Das haben wir ja schon gelernt, dass immer zum Ende hin nochmal ein bisschen das Tempo erhöht wird. Ladies and gentlemen, he brought Karl, so kurz nur? you his brand new live act, The Jailbreaker. Can I get some noise from my boy? This was DJ Expro! Junge, mein Kopf ist Matsche. Also, es ist wirklich so. Nochmal eben ein kleiner Reminder hier. Ziehen wir uns natürlich rein, ne? Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern Expros Bruder. Also, ich verstehe, warum viele den feiern von euch. Und unbedingt wollten, dass ich darauf mal reacte, einfach weil es ja in diese nochmal härtere Richtung geht. Junge, meine Fresse. Nochmal in die härtere Richtung geht. Ich muss persönlich sagen, für mich persönlich ist es ein bisschen too much, sag ich mal, ne? Da bin ich entweder noch nicht bereit für, so wie ich ja schon öfter gesagt habe, gerade auch, ne, in dieses Abtempo-Ding bin ich ja auch, werde ich wahrscheinlich nie bereit sein. Für Expros weiß ich nicht. Einfach weil er halt so viele Scratches und so tiefe Höhe Töne so übereinander legt, dass mein Kopf gar nicht hinterherkommt gefühlt oder meine Ohren. Was wahrscheinlich auch der Sinn da irgendwo hinter ist. Aber für das, was ja hinter ihm passiert, wie er abgeht und so, passt es ja perfekt, ne? Also es ist dieses totale Auslassen, dieses totale Ausflippen. Kommt halt sehr geil. Explos, wie er abgeht, feier ich. Ne, das ist ja immer die Sache, was ich gleich dazu sage. Wenn mir was nicht gefällt, schaue ich mir halt trotzdem oft gerne halt, nicht immer, aber wirklich oft, gerne halt die Lichtershow an oder wie die DJs dazu ausflippen. Heißt natürlich jetzt nicht, dass ich Explos jetzt irgendwie quitte oder so, sondern, ne, liegt ja auch oft am Tag, wie ich da, ob ich das feiere oder nicht feiere. Ja, aber Explos macht schon Spaß zuzusehen dabei, ne, wie er total ausflippt da zu dieser Musik, die total ausflippt. Natürlich würde ich gern sagen, Lichtershow würde natürlich auch dazu passen, aber da kommen wir ja zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Rumheulen. Bruder, das war ja wirklich nichts. Also, natürlich weiß ich ja selber oder checke ich ja auch selber, dass meine Anforderungen oder was heißt Anforderungen, ne? So, dass ich das total feiere zu 100% wirst du halt nie schaffen. So, das ist einfach so, weil es ist halt bei mir ja dieses tagesabhängig Ding so. Okay, heute habe ich mal Bock, mehr Lichtershow zu sehen, heute habe ich mehr Bock, mehr Crowd zu sehen. Aber ich will auch sehen, wie der DJ ausrastet. So, du musst halt irgendwie so ein gesundes Maß finden. Und ich finde hier bei Explos, was natürlich auch cool ist, ne, weil du halt mit Explos einen Typen hast, der halt viel ausflippt, ähm, dass du auch Explos viel zeigen musst. Kann ich ja verstehen. Aber ich finde es halt ein bisschen schade du hast eine fette Bühne, du hast so viel Lichtershow und so. Und das wird halt sehr wenig gezeigt, gerade auch mit diesen, ne, wenn der Nebel runterkommt. Ist halt ein bisschen schade, da siehst du halt zu wenig von. Fand ich ein bisschen schade. Crowd ein bisschen zu wenig und wenn dann nur immer so eine gefühlte halbe Sekunde, ähm, fand ich halt ein bisschen, ja, ein bisschen wenig. So, weil du kannst das halt so geil aufziehen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist natürlich aber auch ja wieder dem Hardstyle, diesen krassen Kicks und so geschuldet, dass du halt viel Wackeln drin hast oder Wackeln drin haben willst in den, oder Effekte, sag ich mal, drin haben willst im Video und viel dieses Ausrasten sehen willst, was ich auch verstehen kann. Aber meiner Meinung nach kriegst du das auch sehr gut hin mit einer mit der Lichtershow. Ähm, und die Crowd, sind wir mal ganz ehrlich, klar gibt es oft diese Durchatmen-Momente, wo ich natürlich öfters fälschlicherweise sage, ja, okay, gut, ne, die Crowd ist tot, die ist was auch immer. Aber gut, das ist halt dieses Ding, wo ich dann halt lernen muss, ja gut, die sind halt nicht tot, die sind halt ein bisschen kaputt, die brauchen eben ein bisschen durchatmen so. Ja. Gut, aber wie gesagt, das ist halt nur dieses große Heulen von mir, weil ich habe es jetzt schon gesehen, dass
Gearbox, gerade beim Hot Pursuit Event, geile Sets hatte, geil geil aufgeteilt, mit den ganzen, ne, oder mit der Menge an dem, was du siehst. Ob es jetzt der DJ ist, ob's die Lightshow ist oder ob's die Crowd ist. Und deswegen finde ich das hier bei Expos so ein bisschen schade. Weil du halt dadurch, dass du so viele Schnitte hast, aber gefühlt ganze Zeit nur die ganzen Schnitte um Expos sind und alle, die bei Expos sind, ist das so ein bisschen schade. So, das gibt mir ein bisschen, ist jetzt hart gesagt, aber ein bisschen diese Corona-Vibes, ne? So diese Live-DJs, so, weiß ich nicht, so, du kannst da die Crowd einzubinden oder die Lichtershow ist so easy drin. Aber gut, das ist wirklich dieses große Rumgeheule. Nichtsdestotrotz geht's ja eher darum, wie Explos abgerissen hat und der Mann, der hat ja total abgerissen. Ähm, Meine Ohren klingeln immer noch gefühlt, weil es halt für mich total crazy war, ne? Ähm, Muss aber auch dazu sagen, oder wie ich ja schon davor gesagt oder schon gesagt habe, ist es halt für mich eine. Das ist ja sowieso, Gearbox ist sowieso so eine, ne, ist kurz vorm, okay, das ist mir zu krass. So viele von Gearbox. Oder sagen wir einfach Gearbox generell, ne? Wir nehmen einfach jetzt Gearbox als Produkt an sich. Und die ganzen Jungs als Produkt an sich. Das ist schon sowieso dieses Spiel mit dem Feuer, so, okay, ne, ein Ticken mehr und dann ist zu viel für mich. Und bei X-Pros ist es halt, ne, dieser Ticken mehr. Aber ich hab's ja gesehen, es feiern viele von euch. Deswegen, ja, bin ich gespannt, was da noch so kommt von X-Pros. Werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, werde ich, ne, gerade Gearbox Event 2025 ist er jetzt bald? Oder war das schon? Oder 26? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey, so viele Informationen. Werden wir uns natürlich auch reinziehen. Werden wir auch reingehen und dann werden wir auch wieder Set für Set abreißen. Aber wir haben ja noch ein Set von Hot Pursuit. Das wird das So Juice Set. Hatte ich natürlich schon mal angeguckt, aber werden wir uns nochmal neu anschauen. Ich habe das ja richtig, ne? Dass ich das, glaube ich, noch nicht gemacht habe. So Juice, ja genau. So Juice ist, glaube ich, mit das letzte. Und dann sind wir mit dem Hot Pursuit Event durch. Ich hoffe, dann sehen wir uns da wieder, sonst bei irgendeiner anderen Reaction. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.